Hallo liebe Leute, mein Name ist Chris von Just Today Interactive. Ich habe zusammen mit meinem Team Droba entwickelt und heute ist unser Update-Stream von unserem neuen Projekt, Projekt Topaz, und ich brauche heute eure Hilfe, denn heute seid ihr gefragt. Bevor ich euch aber erzähle, wo wir eure Hilfe brauchen, möchte ich euch ganz kurz erklären, wo wir uns gerade bei der Entwicklung überhaupt befinden. Denn unser Projekt lässt sich in 4 Phasen einteilen. Phase 1, die Prä-Alpha-Phase, Phase 2 ist die Alpha-Phase, Phase 3 ist die Beta-Phase und die letzte Phase ist die Goldmaster-Phase. Ich werde euch mal updaten, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Das heißt, gerade sind wir natürlich in der Prä-Alpha-Phase und die Prä-Alpha-Phase ist dafür da, ausprobieren. Das heißt, das Feedback sammeln, die Kritik sammeln von euch und gucken, was funktioniert nicht und dass wir das schon in Unity einbauen und schon testen und schon spielen. Und wir gucken, kommt das gut an, ist das jetzt besser, ist das nicht besser, damit wir dann ready für die Alpha-Phase sind. Die Alpha-Phase sagt eigentlich nur aus, das ganze Spiel ist spielbar. Das heißt, du kannst von Anfang bis zum Ende spielen. Natürlich ist alles nicht gepolished und nur die Hauptquest ist einigermaßen drin. Aber du kannst es schon spielen und kriegst ein Gefühl, was ist das für ein Spiel, wie ist die Spieldauer, wie funktioniert das überhaupt, funktionieren die Hauptquests und so weiter und so fort. Die Beta-Phase baut natürlich auf die Alpha-Phase aus, aber jetzt wird alles gepolished, schick gemacht, Nebenquests eingebaut, der Loot wird verteilt und vor allem ihr könnt dann auch spielen. Denn wir werden da wieder Closed Beta starten, wo ihr das Spiel testen könnt. Und wenn du daran Interesse hast, komm auf jeden Fall auf unseren Discord, denn dann kann man sich anmelden, aber ist noch ein bisschen weit hin, denn da sind wir gerade noch nicht. Zuletzt kommt dann die Goldmaster-Phase und die Goldmaster-Phase ist die kürzeste Phase, denn dort wird nichts mehr eingebaut, es ist quasi ein Stopp und es werden nur noch Bugs gefixt. Die Goldmaster-Phase ist bei uns sehr kurz, aber sehr intensiv. Jetzt ist eure Meinung gefragt und wir brauchen wirklich euren Rat. Und zwar, wir befinden uns ja gerade in der Prä-Alpha-Phase. Das heißt, wir gucken, was passt nicht und treffen halt sehr harte Entscheidungen. Da ist uns eure Meinung natürlich sehr, sehr wichtig. Und ihr werdet jetzt immer 2 Bilder sehen. Einmal links A ist der Droba-Stand und rechts B ist quasi der überarbeitete Stand. Und eine Entscheidung ist quasi, dass wir gerne die Charaktere anpassen wollen. Sprich, dass man sie ein bisschen besser erkennt. Genauer gesagt wollen wir die Proportion des Charakters anpassen. Das heißt, dazu müssen wir das ganze Template überarbeiten. In unserer Welt stärken, die Repräsentation, dass man die Charaktere wiedererkennen kann oder erkennen kann, dass man denen mehr Details geben kann, wie eine Narbe, eine Wunde oder vielleicht auch geile Tattoos. Und wir wollen vor allem damit erreichen, dass man eine stärkere Bindung zu den Charakteren aufbaut. Sprich, du als Player. Das ist uns persönlich sehr, sehr wichtig, denn das war so ein Hauptkritikpunkt, die Bindung der Charaktere und das Wiedererkennen. Und das wollen wir bei Projekt Topaz mehr fokussieren. Und wir haben vor allem mehr Spielraum durch die neuen Proportionen für Details, was ich halt meine im Gesicht oder auch andere Sachen. Oder die Rüstungen sehen zum Beispiel auch ein bisschen cooler oder detaillierter aus. Und wir haben außerdem auch bessere Möglichkeiten, Animationen für das Gesicht einzubauen. Zum Beispiel, wie alle geliebt haben, ja, das Spucken, aber auch andere Animationen, die man dann in Droba einbauen kann. Was gefällt euch besser? A oder B? Schreibt es doch einfach in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord, denn dort könnt ihr noch mit uns diskutieren, mit uns reden, natürlich auch hier auf YouTube in den Kommentaren. Ihr könnt uns wirklich damit helfen, was eure Meinung ist, was euch besser gefällt, ob ihr einen Unterschied merkt, ob der Unterschied wirklich viel besser ist. Einfach, was eure Meinung ist. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Das war Update Video 2. Es war eine sehr spannende Zeit. Die Prä-Alpha-Phase ist für uns eine neue Phase und sehr spannende Phase, denn wir können sehr viele Sachen iterieren und uns nochmal anschauen. Das heißt, wenn du Interesse an Droba hast, lass auf jeden Fall hier ein Abo da, ein Follow da. Wir freuen uns drüber und damit bin ich raus. Euer Chris.